Ich habe mich mit Hans Sarkowski zum Gespräch verabredet. Er ist für Mediproof als Gutachter tätig und hat über die Jahre viel Erfahrung in der Begutachtung von Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen gesammelt. Darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Hallo, Herr Sarkowski. Hallo Herr Golden und danke für die Einladung. Was macht die Pflegebegutachtung von Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen besonders? Ja, die Pflegebegutachtung bei neurodegenerativen Erkrankungen stellt in vielerlei Hinsicht im Begutachtungsalltag eine Herausforderung dar. Oft geht es hier nicht nur um rein körperliche oder kognitive Einschränkungen. In den meisten Fällen handelt es sich um eine Kombination aus mehreren Bereichen. Das können Gangunsicherheiten und Gedächtnisstörungen bei einer Demenz zum Beispiel sein oder Mobilitätseinschränkungen und psychische Problemlagen bei einer ALS. Begleitet werden die unterschiedlichen Verlaufsformen von einem unterschiedlichen Unterstützungsbedarf, der teils schwierig zu beurteilen ist. Er unterliegt tagesformabhängigen Schwankungen oder auch einem schubförmigen Verlauf wie bei der MS. Herausfordernd ist auch noch, dass die Versicherten mit ALS oder MS oft deutlich jünger sind, noch im Berufsleben stehen und durch die Diagnose sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Hier empfehle ich ein ganz besonderes, einfühlsames und professionelles Vorgehen, das wir natürlich in den anderen Begutachtungen auch haben, aber hier nochmal in einem ganz besonderen Maß gefordert ist. Welche Symptome schränken die Selbstständigkeit von Pflegebedürftigen ein? Was fällt in der Pflegebegutachtung ins Gewicht? Bei der Pflegebegutachtung von Versicherten mit neurodegenerativen Erkrankungen zeigt sich eine breite Palette mit oft umfangreichen Einschränkungen, die alle Module betreffen können. Hier stehen nicht nur kognitive Defizite im Vordergrund, sondern auch kommunikative Einschränkungen, psychische Problemlagen, Sprachprobleme, eine Muskelsteifigkeit und Tremor bei der Parkinson-Erkrankung oder auch der Verlust von Alltagsroutinen mit sozialem Rückzug bei Demenz. Verteilung und Ausprägung ist abhängig vom Erkrankungsbild und kann durchaus bei den einzelnen Erkrankungen sehr unterschiedlich sein. Bei der Demenz zum Beispiel stehen Gangunsicherheiten und Gedächtnisstörungen im Vordergrund. Bei der ALS hingegen ist zunächst die Mobilität und die Selbstversorgung im Vordergrund stehend, begleitet im späteren von psychischen Problemlagen, die ein hohes Maß an psychosozialer Zuwendung erfordern. Wie sieht es denn mit der Akzeptanz der Betroffenen aus? Ja, die Betroffenen und auch nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Angehörigen, bei denen treffen wir in der Begutachtungssituation oft auf eine breite Palette von Gefühlen, die von einer Ängstlichkeit bis Depressionen, einer Ablehnung bis hin zu Aggressivitäten reichen können. Gelegentlich gibt es auch eine fehlende Krankheitseinsicht, die besonders bei den demenziellen Erkrankungen vorkommt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Erkrankungen, über die wir reden, nicht heilbar sind und die Akzeptanz von den Versicherten für die Lebensqualität und die Pflege im häuslichen Bereich eine große Rolle spielt. Wie kann die Pflegebegutachtung diese Menschen und ihre Angehörigen unterstützen? Welche Prävention empfehlen Sie? Die Pflegebegutachtung dient zunächst mal der objektiven Einschätzung des Unterstützungsbedarfs. Es geht um Anerkennung der Pflegeleistung der Angehörigen, um eine finanzielle Unterstützung oder organisatorische Hilfestellung zur Entlastung, zum Beispiel einen Pflegedienst, Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege. In der Begutachtung ist unter anderem eine wichtige Säule die Beratung. Bei der Beratung können Pflegetrainings empfohlen werden, eine fachärztliche Konsultation, der Einsatz von Hilfsmitteln oder auch wohnumfeldverbessernde Maßnahmen. Welche Rolle spielen denn Hilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen? Ja, wohnumfeldverbessernde Maßnahmen oder Hilfsmittel fördern die Selbstständigkeit des Versicherten und leisten unter anderem eine Entlastung in der häuslichen Versorgung. Wichtig ist in der Begutachtung der zielgerichtete Einsatz von solchen Maßnahmen, um eine möglichst lange Selbstständigkeit für die Versicherten zu erhalten. Zu erwähnen ist hier zum einen der Einsatz von Gehhilfen wie einem Rollator oder auch
Rampen, ein Treppenlift oder einer Türverbreiterung, um die Räumlichkeiten rollstuhlfähig zu machen, wenn der Versicherte bei ALS zum Beispiel rollstuhlpflichtig ist. Der Einbau einer bodengleichen Dusche fördert ebenfalls noch die Selbstständigkeit. Herr Sarkowski, vielen Dank für das interessante Gespräch. Herr Geusen, gerne.